Was geht, meine Freunde? KobeBjoern ist am Start. Heute gucken wir uns zusammen ein John Wall High School Special an, I guess. Also es geht eher so in die Richtung Newsbericht, als dass es jetzt wirklich ein Mixtape wäre, was wir uns normalerweise hier auf dem Kanal angucken. Ihr da draußen liebt John Wall. Ihr fragt mich immer, kommt John Wall nochmal so krass zurück, wie er damals war? Ich bezweifle es ein bisschen, um ehrlich zu sein, aber ich finde trotzdem, dass John Wall ein wahnsinniges Talent war und vor allem in der Highschool und zur College-Zeit wirklich auch verdientermaßen der gehypteste Prospect war in seinem Jahrgang, und deswegen ziehen wir uns jetzt hier heute Sportstars of Tomorrow rein, also ein John Wall, der noch zur Highschool geht, und hier wird scheinbar mal gemutmaßt, ob er es denn in die NBA schaffen könnte. John Wall is considered by some to be the best high school basketball player in the country, and it's easy to see why. Most of the time I work on it, but that move I just decided to do it in the moment of the play. Baby John Wall. I hope I made a shot, I made it. Even his teammates admit there is not another player like him in prep hoops. Ja, er ist crazy. Er war ein absolut krank athletischer Point Guard, super schnell, wirklich einer der schnellsten Spieler, die wir überhaupt mal hatten in der NBA, und dazu halt wahnsinnig athletisch. Not in high school, probably not even in college. He just knows the game. He probably doesn't even realize what he does until he does it. He's just that athletic and smart, has a good basketball IQ, and he just knows the game. I play behind John, and it's great because he makes me better as a player, and he makes my confidence better. Because John, even though I might mess up on the court or I might make a bad pass or something, Der sieht aus wie OJ Mayo. John is always there to pick me up and tell me it's all right, try it again. So yeah, John's a great player. While no Wie schnell dieser Junge ist. Genau, und dann kommt noch dazu, er war ein Lefty. one doubts John's talent, there have been those who have questioned his attitude. But Das ist halt leider schon seine ganze Karriere und hier jetzt scheinbar schon in der Highschool ein Thema. Die Attitude. Die Attitude, muss man leider sagen, war auch in Washington nie die beste. Sie war in Kentucky nie die beste. Bisschen problematisch leider. those critics will no longer find that to be a chink in his armor. One of the things I think that gets missing as far as John is concerned, people who know John, and if you would have done a story the last 2.5 years, he has developed so much as a person. And that's the one thing when anytime I get a chance to say that message about John. Was ist denn das für ein Shot gerade? Einfach so ein Zoom-out, als wäre er Jesus. He has come a long way. He has worked very hard. Our environment and what Bishop Summerfield requires of our athletes, down through our principal, Ms. Pittman, and our athletic director, Kevin Washington, has really transferred when it comes to the expectations and just the kind of way those guys conduct themselves. His father died when he was 8, when they were on vacation. Uff. Da hat doch mal, wie heißt der, Colin Coward, dieser Jockel, der hat mal so ein Statement gedroppt in John Walls Rookie, ich glaube sogar zu seinem Rookie-Debüt, und hat sich dann irgendwie darüber ausgelassen, dass John Wall den Dougie gemacht hat in seiner Introduction, und meinte dann, dass man daran sieht, dass John Wall ohne Father-Figure aufgewachsen ist oder sowas in die Richtung. Komplett out of line, einfach so ein Kommentar über einen, was war er damals, 19-Jährigen wahrscheinlich zu droppen oder 20-Jährigen, der gerade sein erstes NBA-Spiel hinter sich hatte. Und vor allem, wenn du halt seine Familienkonstellation nicht kennst, und scheinbar ist sein Dad gestorben, als er 8 war. Also richtig, richtig unnötiges Statement damals von Coward. His mother's been raising him, so John had anger. Admitted anger. He just was angry. And I started. Das stimmt, aber so hat er meines Erachtens auch in der NBA gespielt und auch im College, immer mit diesem, ich will fast sagen, Hass in den Augen. Also auf jeden Fall eine Menge, ja, Anger ist letztendlich Hass, oder? Es ist ja nicht Ärger. Das hat sich schon durch seine Karriere gezogen, und das hat mir auch nie gefallen, dass er das nicht so richtig ablegen konnte. Working with John from day one, and I'm his pastor too, so there's a spiritual relationship there. And I've been able to talk with him and work him through some things that now, even though he still is hurting somewhat, or he's sort of missing his father, but John's able to cope now. Another area that Word of God Academy has an impact is on Die heißen Word of God Academy. education. The Holy Rams require their players to have a GPA nearly half a point more than the state of North Carolina's minimum requirements for athletic eligibility. Richtige Coach Carter Mentality. I think it's a great school, Word of God Christian Academy is like one of the best schools down there. It's a private school and they help you out with everything,
on and off the court. If you have problems on the court, the coaches and the pastor and the teachers are going to help you. And off the court, they give you extra time from 3 to 4 to help you with your academics. I just feel it's a great school and it changed a lot of people around. Just know to have other great players to play with is good. With word of God's travel schedule this season, Wall has also had the chance to put his game Habt ihr gesehen, wie schnell er hier gerade war mit dem In-and-Out? With word of God's travel schedule this season, Wall has also had the chance to put his game up against some of the other great players from around the country, many of whom are friends of his from summer league play. Yeah, it's kind of tough, you know, going against your other friends and stuff. But like I said before, you got to stay humble and hungry and thank God first for everything. Because if it wasn't for him, I probably wouldn't be here or I wouldn't have the talent that I have. Sehr religious, scheinbar aufgewachsen. It's a lot of pressure, but every time you go on the court, you're going to have to perform no matter what. So that's how I got used to it. Fans of basketball will be getting used to hearing Wall's name as he plans to announce his college choice soon. Don't be surprised, however, if his college career is short, as he is already a household name among college scouts. Nee, das überrascht uns nicht wirklich. John Wall, 1 Jahr in Kentucky gespielt, klar. One and done, ganz normale Strategie für so einen Top-Highschool-Prospect. War interessant, ihn mal in so einer kleinen Halle zu sehen. Interessante Atmosphäre. Ich wusste gar nicht, dass er da so religiös geprägt wurde und in der Word of God Academy gespielt hat. Aber was dann halt eben auf keinen Fall zum Lachen ist die Situation mit seinem Vater und dass er da scheinbar extrem drunter gelitten hat, wie es jeder junge Mann in seinem Alter getan hätte. Und da finde ich es dann immer wichtig, dass man bei aller Kritik, die John Wall sicherlich auch für sein Game und für seine Leadership bei den Wizards in irgendeiner Weise verdient hat, ist es aber genauso wichtig, trotzdem auch immer wieder zu betonen, ey, der Junge hat es zumindest geschafft. Er kann seinen Traum leben oder er konnte seinen Traum leben, bis die ganzen Verletzungen kamen. Und das ist halt wirklich traurig, muss man sagen. Jetzt, wie viele, ich habe das Gefühl, es gab allein 2 Achillessehnenrisse und dann gab es, glaube ich, noch ein ACL vertreten. Ich weiß gar nicht mehr, was alles an Verletzungen bei John Wall am Start war. Es ist einfach nur traurig, weil er einer der schnellsten und spektakulärsten Guards in der NBA war. Und jetzt haben wir die letzten 2 Jahre eigentlich so gut wie gar nichts von ihm gesehen und das ist einfach traurig. Natürlich hoffe ich, dass wir ihn irgendwann wieder in alter Form sehen werden, aber ich sehe halt sein Alter, ich sehe die ganzen Verletzungen und kann mir dann schlecht vorstellen, dass er nochmal mit so einem Speed und so einer Athletik zurückkehren könnte. Aber ey, vielleicht straft er mich Lügen, ich würde es mir auf jeden Fall wünschen, weil er war ein geiler Spieler damals. Das war es jetzt erstmal von mir. Wenn ihr Vorschläge habt für andere Videos, einfach ab damit in die Kommentare. Ihr wisst, jeden Tag ab 16 Uhr gibt es hier ein Video und ansonsten bin ich jetzt erstmal raus. Vielen Dank fürs Zuschauen, Leute. Haut rein. Peace.